Wer noch nie Temu-Werbung gesehen hat, der möge den ersten Adblocker werfen. Temu ist überall. Ich schwöre, sobald ich irgendeine App öffne, kommt diese Werbung. Penetranter als Fußpilz. Temu ist die Shopping-App Platz 1 der meist heruntergeladenen Apps in den USA aktuell. Und bei uns auch nicht sonderlich weit dahinter. Da stecken natürlich mal wieder die Influencer dran, aber hauptsächlich TikTok. Und ich habe einen Datensatz von Temu aus dem Darknet, beziehungsweise ihn zumindest teilweise erworben. Wir schauen uns heute also an, was kann ein Hacker denn wirklich mit diesen Daten tun? Wieso kann sich Temu eigentlich erlauben, bei jeder Bestellung $25 Verlust zu machen? Und ja, ich bin gespannt, wie viele von euch mir hier schreiben, dass sie Temu leider schon genutzt haben. Ganz kurz zu Temu, besser bekannt als Temu, war so billig, wie man sie noch nie gesehen hat, also in zweierlei Hinsicht. Naja, alles ist nicht besonders geil, aber auch nicht besonders kacke, aber tendenziell schon scheiße. Also Temu ist im Grunde nichts anderes als das, was wir bisher schon unter klassischem China-Schrott verstehen. Also, ganz einfacher China-Schrott, Wish 2.0, naja, das Geschäftsmodell ist, ihr bestellt direkt in der Fabrik und spart euch dadurch den Importeur. Dadurch werden Artikel derart günstig. Aber Vorsicht, wer in Deutschland direkt importiert, der haftet für seinen Artikel. Wenn ihr also einen Föhn kauft bei Temu, der euch vielleicht einen Stromschlag geben kann, dann seid ihr am Ende verantwortlich, wenn der Einbrecher sich die Haare föhnen will. Mit Sitz in Boston wirkt das auch erstmal solider, aber dahinter steckt die chinesische Firma Pinduoduo. Spicy. Wer kennt die noch aus meinen anderen Videos? Naja, ich lasse ganz kurz einen anderen Alex mal zusammenfassen. Temu will euch mit Massen an billigstem Schrott versorgen und wird damit zu einem integralen Bestandteil einer Industrie, die an der weiteren Vermüllung und Verseuchung unseres Planetens und der Umwelt Schuld trägt. Es ist wahrscheinlich, dass man damit Sklavenarbeit unterstützt und dass die Produkte, die ihr bestellt habt, heil ankommen. Oder euch nicht vergiften, kann auch nicht garantiert werden. Und was man dort zu kaufen bekommt, ist auch absolut fragwürdig. Bis hin zu verfassungsfeindlichen Objekten. Dabei greifen sie auf perfide psychologische Tricks zurück, um euch immer weiter am Konsumieren zu halten und euch selbst dazu zu bringen, noch mehr Leute in diese Falle zu locken. Und wenn man bedenkt, dass die Zielgruppe sehr jung ist, finde ich das höchst problematisch, Leute. Aber hey, Moral spielt dabei ebenso wenig eine Rolle wie die Kosten, die dieses massive in die Märkte drängen mit sich bringt. Am Ende ist das Ziel nicht, dass ihr Geld zahlt, sondern dass ihr alle eure Daten abgebt und alles Mögliche ab diesem Zeitpunkt mit ihnen passieren kann. Und am besten holt ihr noch eure Freunde mit rein. Wir bezahlen also ausnahmsweise nicht Software, sondern wirklich physische Produkte mit unseren Daten. Das ist neu. Temu macht tatsächlich durchschnittlich Verlust mit einem Einkauf von euch. Na, so schlimm kann es ja nicht sein, richtig? Oh boy, wenn ihr wüsstet, was ich mit diesem Datensatz hier machen kann. Und nein, auch für den dramaturgischen Effekt, ich werde die Daten hier nicht ausdrucken. Wir sind im 21. Jahrhundert. Use Technology. Bevor wir uns all das genauer anschauen, möchte ich kurz unserem Sponsor Incogni danken. Weltweit werden immer mehr Daten gesammelt und dann natürlich auch verkauft. Dank der DSGVO habt ihr aber das Recht, diese Daten von den Diensten auch wieder löschen zu lassen. Dazu müsst ihr eine Löschanfrage schreiben. Leider an jeden einzelnen Datenhändler da draußen. Das dauert und teils antworten die einfach nicht und Incogni übernimmt das alles für euch. Sie schreiben die Anfragen, drohen mit Anwälten und verwalten für euch die ganzen Löschprozesse. Und so habe auch ich allein im September wieder Benachrichtigungen für erfolgreiches Löschen meiner Daten bei 6 Datenhändlern bekommen. Und nein, von keinem habe ich davor auch nur ein Wort gehört. Ich bin der Meinung, meine Daten sollten nicht einfach an jeden weitergereicht werden, der genug bezahlt. Deswegen danke fürs Löschen und das Unterstützen des Videos. Ihr könnt jetzt Incogni mit meinem Link in der Beschreibung holen. Für die schnellsten 100 unter euch gibt es auch diesmal wieder den knackigen 60% Rabatt auf das Abo. Okay, ich wurde besonders auf Temu aufmerksam, als Sicherheitsforscher und auch der Verbraucherschutz vor Temu gewarnt haben. Klar, Qualität schlecht und eventuell kommt das Produkt einfach gar nicht an. Aber diese chinesische Shopping-App fordert ungewöhnlich viele Berechtigungen an. Wir starten an der Stelle mal mit dem Vorgänger von Temu, Pinduoduo.
Pinduoduo. Pinduoduo ist ebenfalls eine Shopping-App, sowas wie die Mutter-App von Temu, aber eben direkt aus China. Und ihr wisst ja, die USA haben ein wahnsinniges Problem damit, wenn irgendjemand anders als sie die Daten von Usern stiehlt. Deswegen haben die Behörden dort, also nicht Google, sondern die Behörden, die App von PDD mal genauer untersucht. Und es kam zum Vorschein, dass PDD über eine Zero-Day-Schwachstelle in Android mehr Rechte bekommt, als sie eigentlich haben sollte. Zero-Day-Schwachstellen sind Sicherheitslücken, in dem Fall in Android, also eurem Handy, die dazu führen, dass eine App deutlich mehr kann, als sie sollte. Und der Hersteller, in dem Fall Google, kennt diese Schwachstelle definitiv noch überhaupt nicht. Sie konnten sie also demnach auch nicht vorher reparieren. Zum Beispiel, der Staatstrojaner nutzt solche Zero-Day-Schwachstellen, um auf euer Handy zu kommen. Richtig große und gefährliche Hackergruppen, vor allem staatliche Hacker, nutzen Zero-Day-Schwachstellen. Und Pinduoduo. Zero-Day-Schwachstellen sind allein schon bis zu 10 Millionen Dollar wert, wenn man sie dem Hersteller meldet, weil sie so schwer zu finden sind. Aber PDD hat sie einfach lieber selbst ausgenutzt, bis Behörden in den USA die App genauer untersucht haben und sie anschließend aus den App Stores verbannt wurde. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass Google nicht nachweisen kann, dass Pinduoduo nicht vorher gehackt wurde und bösartige Hacker die Malware in die Pinduoduo-App reingebracht haben. Aber dennoch, die Malware innerhalb von Pinduoduo hatte Zugriff auf Nutzungsdetails aller Apps, konnte alle Benachrichtigungen lesen und WLAN- und Standortdaten lesen. Und ja, das ist die Firma, die jetzt auch Temu entwickelt hat. Sass? Ja, natürlich, dieses Verhalten ist illegal, aber China liegt obviously nicht in der Gesetzesgebung der EU. Also, was wollen wir machen? Anzeige ist raus und damit schauen wir uns jetzt Temu an. Um euch mal den trockenen Blick in die Privacy Policy zu ersparen, schauen wir uns doch lieber mal an, welche Daten ich hier von einer gewissen Sasha Grey habe. Name natürlich geändert, ihr kleinen Schweinchen. Dazu sollte ich vielleicht aber etwas ausholen. Wenn ein Hacker in ein Unternehmen einbricht, kann er mehrere problematische Aktionen durchführen. Er kann natürlich Unternehmensdaten verschlüsseln und das Unternehmen erpressen. Er kann sich dort möglichst unerkannt hinsetzen und einfach alles mitlesen. Oder er kann natürlich auch das ganze Unternehmen lahmlegen. Aber wirklich finanziell interessant sind in letzter Zeit eher die Daten gewesen. Er stiehlt also alle Unternehmensdaten, an die er rankommen kann und verkauft sie, meist im Darknet, wieder weiter. Nutzerdaten wie eure oder auch Patente und Co. sind besonders lukrativ. Es gibt ganze Handelsplattformen für solche Daten, die ich euch an der Stelle jetzt mal nicht einblenden möchte, um Nachahmung nicht zu fördern. Das Ziel von diesem Kanal hier ist Aufklärung und Sensibilisierung, nicht dass ihr selbst sowas macht. Im Fall von Temu war das ein wenig anders. Ich wurde kontaktiert von einem von euch und mir wurde angeboten, einen Teil der Daten, die wohl gehandelt werden, anzuschauen. Das ist üblich und nennt sich ein Sample. Damit kann man gucken, ob die Daten es wirklich wert sind für den Käufer. Damit er schon mal ein bisschen was Böses ausprobieren kann und gucken kann, wie aktuell zum Beispiel solche Daten sind. Häufig sind Daten ja in gestohlenen Datensätzen veraltet. Das ist bei Temu nicht so. Ich habe also nichts dafür bezahlt und die Daten standen nicht öffentlich zum Kauf bereit. Ich habe auch nur einen Bruchteil der echten Daten bekommen. 10 von einigen tausend Einträgen in dem ganzen Ding. Wie viele es genau sind, weiß ich leider nicht. Noch ein Problem mit den Daten. Ich habe 0 Möglichkeiten nachzuweisen, woher die Daten wirklich stammen. Sie könnten auch einfach fiktiv sein. That said, die Daten passen erstaunlich gut zur Temu-Datenschutzerklärung. Und hier ist mir was Lustiges aufgefallen. Bei allen Videos, die man so online zu Temu findet, wo diese Thematik diskutiert wird, steht immer dabei, dass auch staatlich ausgestellte Papiere, also sowas wie Sozialversicherungsnummer und Ausweisnummer von Temu gespeichert werden. Das konnte ich allerdings in der Datenschutzerklärung von Temu aktuell, also Montag, der 25. September, nicht mehr sehen. Und das, obwohl das Änderungsdatum der Datenschutzerklärung im Video vom Dunklen Parabelritter und bei mir genau dasselbe ist. Lustigerweise gibt es aber noch eine andere Datenschutzerklärung speziell für iOS, die man mit ein paar Tricks findet. Und da
steht es noch drin, dass Ausweisdaten auch gesammelt werden. Ich vermute also, dass Temu das da extra rausgestrichen hat, aber die Änderung halt nicht offiziell zugeben wollte. Naja, macht man wohl so als Multimillionen-Dollar-Konzern oder so. Kommen wir aber nun endlich zu den Daten. Ich habe die Daten von insgesamt 10 Personen. Das ist nicht viel, aber es reicht, um euch zu zeigen, was damit möglich wäre. Videos und Bilder waren bei mir keine dabei, die wollte er oder sie mir nicht geben. Dafür aber 3-mal Ausweisinformationen. Und nein, die sind alle nicht aus Deutschland gewesen. Ich habe auch übrigens 4-mal tatsächlich Bankdaten bekommen, 2-mal Kreditkarte, 2-mal eine Banknummer. Warum nicht bei allen? Naja, manche haben eben mit PayPal bezahlt. Das ist tatsächlich etwas, das ich euch übrigens auch schon mal kurz empfehlen kann, wenn ihr sicherer online unterwegs sein wollt. Mit PayPal-E-Mail-Adressen kann man längst nicht so viel anfangen wie mit Kreditkartendaten und Bankdaten. Und PayPal-Passwörter bekommt Temu als App natürlich nicht. Natürlich waren aber bei diesen Daten auch Kontaktdaten inklusive Wohnort dabei. Langweilige Dinge wie Geräteinformationen, Newsletter, GPS und Login-Daten etc., aber auch Social-Media-Profile, Artikel, die die Person sich angesehen hat und sogar einige Vorlieben. Das heißt, was ihr so mögt und welche Themen relevant sein könnten. Ich werde hier wegen offensichtlichen Gründen keine dieser Daten zeigen. Ich habe sie sogar von meinen Geräten schon wieder restlos weggelöscht. Diese Daten sollte ich nicht besitzen. Die sollte, wenn überhaupt, nur Temu besitzen. Aber es gibt einige Nutzer, die online behaupten, dass sie Opfer eines Scams wurden, direkt nachdem sie bei Temu bestellt haben. Ihnen wurden wiederholt Kleinstbeträge von einigen Euro vom Konto abgebucht, bis sie dann bei einer Summe von etwa $400 waren. It all happened at once and they broke it down to like $23, $5, $1, like it was broken down so my bank didn't tell me nothing. Next thing you know, $500 gone and I just had gotten paid, so luckily I paid my bills, but I'm like, this is not a joke. Ich verlinke euch natürlich die TikToks alle unten in den Quellen. Sie behaupten, das hat alles erst gestartet, als sie bei Temu eingekauft haben. Aber was, wenn ich euch sage, dass das tatsächlich nicht das Schlimmste ist, was hätte passieren können? Klassischerweise, wenn die Daten gekauft werden, hört man eigentlich auf, an der Stelle über Hacking zu reden, sondern man spricht über Cybercrime. Was kann also ein Krimineller mit diesen Daten anstellen? Was könnte ich damit tun, wenn ich ein bösartiger Akteur wäre? Wir starten mal nicht mit Sasha Grey, von der ich ja sehr viele Daten tatsächlich bekommen habe, sondern mit John Oliver. Auch hier natürlich Name geändert. John Oliver hat mit PayPal bezahlt. Das ist erstmal schlecht für mich, denn damit kann ich erstmal nirgends direkt einfach so bezahlen. Aber ich habe seinen Transaktionsverlauf und einige Präferenzen. John Oliver hat sich dieses Produkt angesehen, die Heise 2023 neue 1,85 Zoll Großbild Vollbild Touchscreen mit Dual-Armband Outdoor Smartwatch für Männer und Frauen. Ja, danke Google Übersetzer. Er ist 23 Jahre alt und wohnt. Hier steht auch, dass John auf Autos steht und Fitness interessiert ist. Natürlich habe ich auch seine E-Mail-Adresse und seine Rechnungsanschrift. Was kann ich also damit tun? Ich schreibe ihm eine Mail, in der ich ihm sage, dass ich mich freue, dass er diese Smartwatch von mir gekauft hat. Sein Geld wurde von seinem PayPal-Konto abgezogen. Hier ist übrigens ein Link zu PayPal, um die Zahlung zu prüfen. Dabei in derselben Mail eine Rechnung mit all seinen Daten und der dazugehörigen PayPal-E-Mail. Natürlich hat John keine Smartwatch bei mir gekauft und natürlich ist die Rechnung nicht echt. Aber weiß er das? Je mehr Daten man in einer Phishing-E-Mail, was das da ist, angibt, desto genauer wird das Phishing und desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass John einfach ohne Nachdenken auf den Link klickt, weil er Angst bekommt und sich dann bei der Seite anmeldet, die zwar genauso aussieht wie PayPal, aber eben nicht PayPal ist. Dadurch bekomme ich dann am Ende seine Zugangsdaten auch für PayPal. Das funktioniert natürlich nicht in allen Fällen. Ich würde sagen, wenn es richtig gut gemacht ist, klappt es vielleicht in einem von 100 Fällen mindestens. Aber plötzlich kann ich mit einem fremden PayPal-Konto shoppen gehen. Ich kann ihm dann natürlich auch noch weiter Werbung schicken und hoffen, dass er vielleicht bei einem meiner Fake-Shops Viagra kaufen geht. Ihr kennt das Beispiel wahrscheinlich zur Genüge. Natürlich ohne die Ware jemals zu erhalten.
Viel schlimmer läuft es allerdings bei Sasha Grey ab. Auch hier, wie gesagt, Name geändert. Ich habe nicht nur ihre E-Mail-Adresse, sondern in ihrem Fall auch Standort- und Kreditkartendaten bekommen, inklusive CVE. Das ist die kleine Nummer auf der Rückseite von der Kreditkarte, die eben als eine Art PIN online gilt, auch wenn es Quatsch ist. An der Stelle, Kreditkartendaten in Deutschland müssen mittlerweile zum Glück einen zweiten Faktor haben. Das gilt aber leider noch nicht in jedem Land. Mit diesen Daten kann ich jetzt also meinen Standort fälschen. Ihr habt sicher schon mal von VPNs gehört und ja, damit geht das. Und tatsächlich kommen gute gestohlene Kreditkarten im Darknet auch immer mit einem passenden Proxy, sodass man also direkt den richtigen Standort für den Kreditkartenbetrug als Angreifer hat. Das heißt, die Firma, bei der ich einkaufe, sieht dann am Ende nicht, dass ich aus einem ganz anderen Land komme, sondern sie denkt, ich wäre ungefähr 5 Meter von dort, wo halt Sasha Grey zuletzt gesehen wurde. Denn auch ein Proxy verändert im Endeffekt euren Standort und ihr könnt dann eben shoppen, als wärt ihr in der Gegend. Natürlich lassen wir uns das Zeug nicht zu uns liefern, sondern wir liefern einfach an eine andere, gestohlene Adresse, die uns vielleicht gelegen liegt. Wenn das Paket dann da ist oder kommen soll, gehen wir einfach zum Postboten und sagen: Ah, Mr. Post Office Man, darauf habe ich schon gewartet. Ist das zufällig von Shop XYZ? Cool, vielen Dank. Ich unterschreibe mal kurz hier mit meiner Fake-Unterschrift und fertig. Und wenn nun die Polizei ermittelt, dann kommt sie natürlich erstmal zu einer ganz anderen Person. Und damit sind wir schon bei der größten Gefahr von solchen gestohlenen Daten: Identitätsdiebstahl. Ich kann zum Wohnort der Person gehen, ich kann mich als diese Person ausgeben. Eventuell habe ich sogar die Social Security Nummer oder irgendwelche Ausweisdaten, wie ich das bei Sascha habe. Mit solchen Schreiben kann man die Identität glaubwürdig nachahmen. Ich kann Pakete abfangen, ich kann Briefe abfangen, ich kann einen verlorenen Ausweis wieder beantragen und ich kann sogar neue Konten eröffnen. Alles im Namen der betrogenen Person. Ich kann sogar im schlimmsten Fall im Ausland ein Konto eröffnen und darüber ein Geschäft laufen lassen. Und genau das ist schon einige Male passiert. Ein besonders übler Fall hat zum Beispiel dazu geführt, dass ein gewisser Mario Schmidt das Land nicht mehr verlassen kann, er ist Deutscher übrigens, weil er andere um Millionen betrogen hat, was natürlich nicht er war, sondern irgendwelche Betrüger. Da wieder rauszukommen, kostet wahnsinnig viele Anwälte und sehr viele Nerven. Also ja, dass die Ladies auf TikTok nur Abbuchungen von einigen $100 gefunden haben, ist schon fast eine Erleichterung. Natürlich kann ich aber auch noch etwas anderes tun und das geht bei Sasha Grey über die Kontakte. Denn Temu ist so groß geworden wegen dem Referral-System. Bei Sasha Greys Datensatz lag eine Liste an Telefonnummern dabei, die als ihre Kontakte markiert waren, mit denen sie schon einmal etwas gemeinsam bestellt hat. Denn kauft man bei Temu eine Sache mehr als einmal, dann wird es billiger, sie herzustellen. Dadurch sinkt ja dann auch der Preis und deswegen ist alles so viel günstiger. Diese Verbindung ist extrem wertvoll. Ich weiß, dass diese Kontakte auch Saschas Kontakte sind. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, ich hätte von allen Leuten bei Temu die Daten, dann wäre das nochmal deutlich tragischer. Und übrigens, das heißt, ich kann einfach SIM-Swapping betreiben. Ich gehe in einen Laden, gebe mich als Sasha Grey aus, ich habe ja ihre ganzen Ausweisdaten, Bankdaten und so weiter und so fort. Und damit kann ich einfach eine zweite SIM-Karte beantragen. Die Nummer ändert sich dadurch nicht. Und damit kann ich dann natürlich ihr WhatsApp-Konto übernehmen und anschließend in ihrem Namen ihren Freunden oder Bekannten Nachrichten schicken. Seien es Phishing-Links, seien es aber auch persönliche Fragen, die mir mehr über mein Opfer erzählen. Ich kann nun aber auch Sascha selbst ziemlich gut erpressen. Zum Beispiel, falls ich das hier finde und herausfinde, dass sie das noch niemandem erzählt hat. Und ja, das war tatsächlich unter den betrachteten Artikeln von ihr. Und ja, Sascha ist volljährig und ich vermute, dass der Typ mir absichtlich diesen Datensatz gegeben hat. Das ist halt einfach Paradebeispiel für Erpressung und Identitätsdiebstahl. Eine letzte Sache kann ich auch noch tun. Stellt euch vor, jemand Berühmtes, wie beispielsweise Alexi Bexi, kauft bei Temu ein und ich kann seinen Datensatz dort finden. Denn er hat ja dort natürlich eingekauft. Damit weiß ich auch, wo er wohnt. Ich kann also einfach mal bei ihm zu Hause vorbeikommen. Stalking oder auch ganz normale Einbrüche sind natürlich auch eine Gefahr. Und leider keine kleine. Das kann ich zwar nicht mit dem Datensatz so gut zeigen, aber ich wollte es trotzdem nicht außen vor lassen.
Und bei all diesen Angriffen ist nichts Politisches bisher dabei. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass ich mit dem Profil in manchen Fällen definitiv eine politische Gesinnung erkennen kann, die in manchen Ländern auch verfolgt werden kann. Das betrifft euch ja zum Glück nicht so sehr. Aber trotzdem kann ich mit so einem Datensatz euer komplettes Leben zerstören. Also widmen wir uns kurz der Frage, verkauft Temu wirklich unsere Daten im Darknet? Ich hatte schon im Freundeskreis einen Fall, wo wirklich Geld vom Konto geflossen ist. Die Bank kann dann einfach gar nichts mehr tun, nicht mal rausfinden, wohin das Geld geflossen ist. Wie gesagt, Konten auf fremde Namen eröffnen. Klar. Ich hatte schon einen Fall in der Familie, wo ein eBay-Kleinanzeigenverkäufer eine Bezahlung via Bank wollte. Im Voraus. Das Produkt kam natürlich nie an. Auch hier, Bankkonten lassen sich auf fremden Namen eröffnen. Scams sind in Deutschland auch keine Seltenheit und auch wenn man jemanden im Umfeld hat, der sich mit der Thematik auskennt, solche Fälle passieren immer wieder. Ich persönlich glaube nicht, dass Temu die Daten wirklich selbst verkauft hat. Das würde ziemlich schnell ihr Geschäftsmodell zerstören und das wäre natürlich nicht in ihrem Interesse. Außerdem sind dazu einfach die Berichte viel zu selten. Ich glaube auch nicht, dass ein Hacker die Daten von Temu gestohlen hat. Dazu wurden sie einfach nicht öffentlich genug verkauft. Aber habe ich euch dann alle verarscht? Wurde ich selber verarscht? Klar, kann sein. Aber ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass die Daten durch Temu einfach durchgeflossen sind. Temu ist ein Marktplatz. Wie Amazon nur für Fabriken mit ziemlich sicher zweifelhaften Praktiken und wie Alex schon meinte, vermutlich mit Zwangsarbeit verbunden. Diese Fabriken wollen möglichst viel Geld mit möglichst wenig Ressourcen machen und das ist bei uns natürlich grundlegend anders. Ironie und so. Eine riesige Firma wie Temu wird da wohl nichts verkaufen, aber kleine Fabriken schon. Und einfach jeder kann so eine Fabrik bei Temu anmelden. Ich kann nun also eine Fabrik anmelden, Waren verkaufen und einfach mal einige Wochen nicht liefern und Daten sammeln. Diese Daten verkaufe ich auf dem Schwarzmarkt oder ich nutze sie direkt selbst aus. Boom! Profit! Natürlich gibt Temu eure Daten an die chinesischen Fabriken weiter. Das müssen sie ja auch, zumindest teilweise. Aber was die damit machen, sorry, aber China interessiert nicht, was mit euren Daten passiert. Keine Anzeige aus Deutschland schafft es nach Xinjiang. Xinjiang? Und wie schon in meinem letzten Video erwähnt, möchte ich hier mal ein Bigger Picture aufmalen. Der chinesische Staat, vorletzter Platz bei der Pressefreiheit, hat die Möglichkeit, auf jede Datenquelle im ganzen Land zuzugreifen. Das kann die USA auch. China hat TikTok, China hat einen Browser, China hat eine Shopping-App. Legt man all diese Daten zusammen, sind sie sowohl vollständig als auch top aktuell. Baue ich daraus ein Profil, weiß ich alles über euch und ich weiß, welche Werbung bei euch zieht, welche Produkte wir als Gesellschaft bauen sollten und welche Gefahr ihr vielleicht für mich darstellt. Denn in einem derart drastischen Wirtschaftskampf wie aktuell muss man sich gut auch in der Öffentlichkeit positionieren können. Ich will euch nicht vorschreiben, was ihr nutzen sollt. Manche Menschen haben nur so die Möglichkeit, überhaupt an neue Dinge zu kommen. Ich will nur, dass ihr wisst, worauf ihr achten solltet. Bitte schaut, dass ihr mit PayPal bezahlt, aktiviert überall die 2FAs und nutzt bitte einen Passwortmanager und kein Passwort mehrfach. Schaut, dass ihr immer die neuesten Updates habt beim Smartphone, eurem Gerät, euren Geräten, eurer Software. Wenn es eben keine mehr gibt, dann besorgt euch neue. Und behaltet eure Finanzen im Auge und eure E-Mails immer unter Verdacht. Denn eigentlich gilt, je weniger Daten gesammelt werden, desto weniger kann eben auch gestohlen oder verkauft werden. Und Temu sammelt wirklich alles, was es kriegen kann.